Heute zeige ich euch, wie ihr eine Steppweste für die Übergangszeit näht, egal ob Frühling oder Herbst. Das Schnittmuster und alle Materialien als DIY-Set findet ihr unten in der Beschreibung. Hallöchen ihr Lieben, ich bin Juliana und ich sitze hier heute schon in der Weste, weil es genau diese Weste ist, um die es heute geht. Das ist die The Kira Vest. Und ja, ich liebe sie, sie macht so viel Spaß. Die Steppung machen wir selbst. Ich habe hier eine dünne Baumwolle als Denim genutzt und füttere sie mit einem Volumenvlies. Und das Beste, sie wird halt komplett verstürzt mit einer feinen Lage auch aus diesem Denim, sodass ihr nicht mal Zugang zu einer Overlockmaschine braucht. Ja, wie so häufig bei uns benötigt ihr keinerlei Erfahrung im Do-it-yourself-Bereich oder im Nähen, um euch selbst coole Pieces zu machen. Denn wie immer zeige ich euch hier in diesem Video Schritt für Schritt genau, wie es geht und wie ihr zu diesem tollen Ergebnis gelangt. Ihr müsst nichts weiter tun, als mir einfach zu folgen, Schritt für Schritt nachzumachen, da zu pausieren, wo ihr möchtet, zu wiederholen, so oft ihr möchtet. Dann kann nichts schief gehen und ihr könnt auch nichts vergessen. Was ihr neben dem Zugang zu einer Nähmaschine auch braucht, ist das Schnittmuster und das findet ihr über den Link in unserer Beschreibung. Ihr könnt es euch direkt runterladen und direkt starten, wenn ihr alles da habt, oder ihr lasst euch das Papierschnittmuster nach Hause zuschicken. Und wenn ihr alle Materialien, die ich hier auch nutze in diesem Video, als Original quasi möchtet, dann bestellt euch doch das ganze DIY-Set, denn dann bekommt ihr alles, was ihr braucht, in der richtigen Menge und in super guter und möglichst nachhaltiger Qualität zu euch nach Hause zugeschickt. Ja, ich würde sagen, dann kann es eigentlich direkt losgehen. Nur bevor ich es nachher vergesse, liked und kommentiert doch bitte dieses Video, wenn es euch gefällt, und abonniert auch unseren Kanal, denn dann könnt ihr keinen Teil unserer neuen Kollektion mehr verpassen. Also ganz viel Spaß beim Nähen! Für die Weste brauchen wir also unser Schnittmuster, einen Oberstoff, ich habe hier einen leichten Denim, Volumenvlies, Nähgarn, Druckknöpfe und das Stoffeltikett zum Einnähen. Bevor es richtig losgeht, müssen wir einmal unseren Oberstoff entweder bei 30 Grad im Schonwaschgang waschen oder ihn einmal heiß mit Dampf abbügeln, komplett. Denn wenn er einläuft, dann soll er es jetzt tun, bevor wir ihn gleich zuschneiden. Dann ist es auch schon soweit und wir möchten ihn zuschneiden. Und ihr müsstet jetzt einmal in eurem E-Book oder Booklet nachsehen, ob ihr den Stoff einmal aufgefaltet oder im Stoffbruch vor euch hinlegen sollt. Und entscheidet euch dann für eine Größe. Und dann seht ihr auf dem Schnittbild nach, wie ihr eure einzelnen Schnittteile, die ihr dann zuvor aus dem Papierschnittmuster in eurer Größe zugeschnitten habt, auf euren Stoff auflegen sollt, damit alles drauf passt und möglichst stoffsparend ist. Und das eine, was noch zu beachten dabei ist, dass eure Teile im Fadenlauf liegen. Das heißt, es gibt immer einen Pfeil, beziehungsweise hier die vordere Kante ist ja ganz gerade, die liegt quasi im Fadenlauf. Und da würdet ihr jetzt einmal messen, einmal unten und einmal oben zum Beispiel an eurem Fadenlaufpfeil, immer bis zu eurer Webkante, ob die Abstände gleich sind. Denn dann wisst ihr, jetzt liegt mein Teil im Fadenlauf und das ist wichtig, damit die Teile auch möglichst schön sitzen und auch schön fallen. Wenn ihr alle Teile richtig aufgelegt habt, dann könnt ihr sie ringsherum feststecken und dann gleich auch anschließend zuschneiden. Zum Vorgehen beim Stecken empfiehlt es sich, erst die Ecken festzustecken und dann immer die Strecken dazwischen. Die Nadeln stecke ich in einem Abstand von 10 bis maximal 15 cm, denn je mehr Nadeln ihr steckt, desto einfacher habt ihr es auch gleich beim Zuschneiden. Dann nehmt euch einmal eure Stoffschere dazu, am besten möglichst scharf, und schneidet eure einzelnen Schnittteile, die ihr jetzt alle auf den Stoff gesteckt habt, entlang des Papierschnittteils zu. Alle Nahtzugaben sind ja hier bereits im Schnitt enthalten, deswegen schneidet einfach entlang der Kante möglichst ordentlich und so, dass ihr möglichst knapp an der Kante vorbeischneidet. Ja, und dann könnt ihr jetzt einmal alle Schnittteile so häufig ausschneiden, wie es angegeben war auf den Schnittteilen und in eurem Booklet. Ein kleiner Tipp noch zum Zuschneiden: Es ist am einfachsten, wenn ihr die Unterseite eurer Schere auf dem Tisch entlang führt, denn so ist es am stabilsten und ihr könnt am geradsten schneiden. Dann geht es weiter mit unserem Volumenvlies, auch den schneiden wir einmal zu. Und zwar achtet ihr da einmal bitte auch drauf, wie oft ihr welche Schnittteile zuschneiden müsst, denn das unterscheidet sich von der Anzahl des Oberstoffes. Sonst geht es genau gleich, ihr könnt es einfach auflegen. Hier ist es auch gar nicht wichtig, dass es ganz genau im Fadenlauf liegt, denn hier gibt es keinen Fadenlauf.
Legt es auf, steckt es euch an ein paar Stellen fest, schneidet einmal alles zu und dann geht es gleich weiter mit dem Aufbügeln. Übrigens folgt uns doch auch super gerne auf unserem Instagram-Kanal, denn da versorgen wir euch täglich mit Updates zu coolen neuen DIY- oder Nähprojekten und schlagen euch auch Outfit-Kombinationen dazu vor. Ja, also wir würden uns freuen, wenn ihr Teil unserer Community werdet. Gut, wenn das getan ist, dann nehmen wir uns einmal unseren Oberstoff, den wir zugeschnitten haben, und unseren Volumenvlies mit aufs Bügelbrett. Und zwar legen wir den Stoff jetzt so vor uns hin, dass die linke Seite oben liegt. Ermittelt also einmal bitte bei eurem Stoff die rechte, schöne, später äußere Seite und die linke, weniger schöne, die ihr innen haben möchtet. Die liegt jetzt oben. Und dann nehmen wir uns hier schon mal eine Lage von unserem Volumenvlies und die hat eine Seite mit Klebepunkten, die ist rau, die kommt jetzt auf unsere linke Seite, sodass die weiche, flauschige Seite oben liegt. Das ist wichtig, denn nur die Klebepunkte schmilzen und ermöglichen es uns, dass wir hier die Einlage mit unserem Stoff verbinden können. Dann drehe ich mir das Ganze einmal um, sodass ich von der Seite, also von der rechten Seite meines Stoffs bügel. Und lege mir einmal meine Schnittteile hier, die ich ausgeschnitten habe, genau aufeinander, sodass der Stoff genau auf meinem Volumenvlies liegt und an allen Kanten gemeinsam abschließt. Dann nehme ich mir mein Bügeleisen dazu, das ist so auf Stufe 2, 2,5 gestellt, und bügel einmal den ganzen Stoff entlang und halte immer auf jeder Stelle so ungefähr 10 Sekunden, so dass die Klebepunkte auch Zeit haben zu schmilzen. Und ja, dann arbeite ich mich einmal über den ganzen Stoff, also die ganze Fläche hervor, bis ich das Gefühl habe, ja, das klebt alles zusammen. Und dann kann ich das Ganze auch einmal kontrollieren. Ihr beklebt jetzt einmal alle Teile, wie es angegeben ist. Jetzt übertragen wir einmal unsere Stepplinien auf die linke Seite, also die bebügelte. Dafür legen wir uns also einmal hier zum Beispiel unser Rückteil vor uns hin, mit der bebügelten Seite nach oben, legen unser Schnittmuster darauf und nehmen uns einen Kreidestift zum Beispiel dazu und ein Lineal. Dann markiere ich mir hier einmal die Anfangs- und Endpunkte meiner Stepplinien. Also genau da, wo sie jetzt ankommen würden, verschiebe mir hier einfach mein Schnittteil etwas nach oben und markiere dann die Linien. Auch hier. Und hier oben. Und so weiter. Ihr könnt jetzt entweder so vorgehen, dass ihr alle Linien markiert und anschließend diese Linien verbindet. Oder ihr zieht euch hier nur die ersten Linien. So, ihr solltet also jetzt einmal gucken, welche Punkte miteinander verbunden werden müssen. So. Und die nächsten auch. Und dann könntet ihr jetzt auch so weitermachen und immer in den gleichbleibenden Abständen mit eurem Lineal weiterarbeiten. Ganz wie ihr es mögt. Wichtig ist, dass die Positionen von unserer Steppung genauso auf eurem Stoff landen, wie sie hier auf dem Schnittmuster zu sehen sind. Guckt mal, was für euch da die beste Technik ist. Ich mache es jetzt zum Beispiel mit dem Lineal weiter, aber ihr könnt auch ganz einfach die Punkte markieren. Ich mache es euch jetzt einmal bei einem kompletten Teil vor. Wenn ihr mögt, guckt es euch an und wenn ihr es schon verstanden habt, dann überspringt das auch gerne und dann sehen wir uns gleich wieder. Macht diese Markierung jetzt bitte auf all euren Schnittteilen und dann sehen wir uns an der Nähmaschine wieder, denn die werden wir jetzt einmal absteppen. Die Teile, von denen ihr 2 habt, die besteppt werden sollen,
Die sollten natürlich komplett gegengleich sein, also komplett spiegelverkehrt. Das Ganze sieht dann so aus und dafür habe ich das Schnittmuster einfach einmal umgedreht und die Linien dann übertragen. Dann sind sie genau an der gleichen Stelle, aber laufen in die andere Richtung. Wenn dann also wirklich alles fertig ist, dann werden wir jetzt all diese Linien, die wir aufgezeichnet haben, einmal an unserer Nähmaschine absteppen. Und dafür einmal unseren Ober- und Unterfaden einsetzen. Wer dazu noch Fragen haben sollte, schaut sich bitte einmal unser Grundlagen-Tutorial an, denn da erklären wir alle Grundfunktionen an der Nähmaschine und zeigen euch, wie ihr eure ersten Nähte näht. Wir stellen jetzt auf jeden Fall eine Stichlänge von 2,5 ein und den ganz normalen Geradstich und damit nähen wir unser komplettes Teil. Ich beginne das Steppen auf meiner Tasche, lege die linke Seite, also die mit den Linien hier nach oben, lege dann meinen Nähfuß einfach gerade an und fange an zu nähen. Ich verriegel am Anfang und am Ende und probiere einfach möglichst gerade auf meinen gezeichneten Linien zu bleiben. Schneide dann den Faden ab, hebe Nadel und Nähfuß, senke ihn wieder, wenn ich an der neuen Position angekommen bin und mache weiter, bis ich eigentlich alle Nähte erreicht habe. Das kann jetzt ein kleines bisschen dauern, aber ich persönlich finde, das ist ein richtig spaßiger Schritt hier bei unserer Weste, denn man sieht irgendwie super schnell seine Fortschritte und auch voll schön von der anderen Seite, also von der rechten Seite, wie sich diese Steppung und auch das Volumen dann ergibt. Wenn ich alle Nähte in einer Richtung angefertigt habe, dann mache ich mit der nächsten Richtung weiter. Also habe jetzt alles um 90 Grad gedreht und probiere auch hier möglichst gerade zu bleiben. Ja, und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, macht das an allen Teilen. Viel Spaß beim Steppen und wir sprechen uns gleich wieder, wenn alle Teile fertig besteppt sind und wir mit dem Zusammennähen der Weste weitermachen können. Da beginnen wir mit der Tasche. Nehmen uns die einmal mit zum Bügeleisen und falten an der oberen Kante die 2 cm Nahtzugabe einmal zur linken Seite um, bügeln da einmal über die Kante und stecken uns die umgefalteten 2 cm einmal mit Stecknadeln fest. Und dann ist das hier die Naht, die wir jetzt als nächstes fertigen. Natürlich bereiten wir uns das Ganze bei unserer anderen Tasche auch noch vor und nähen beide Nähte dann direkt zusammen. Wir nähen knapp von unserer Stoffkante entfernt, die wir gerade umgeschlagen haben, also nur so 1-2 mm rechts davon, sodass wir beide Lagen erwischen, aber immer noch eine Naht sozusagen im Abstand von 2 cm zu unserer umgefalteten Kante nähen. Das Ganze sollte dann so aussehen von der rechten Seite. Und um die Taschen dann gleich aufsetzen zu können, müssen wir jetzt auch die 3 restlichen Kanten jeweils 1 cm nach innen umschlagen. Da bügele ich auch einmal rüber. Bereite mir das an allen Seiten vor. So, und wenn das gemacht ist, nehme ich mir die beiden Taschen, die ich gerade vorbereitet habe, einmal mit zu meinen Vorderteilen. Auf denen markiere ich mir jetzt meine Taschenposition. Ich habe jetzt also mein rechtes Vorderteil hier vor mich gelegt, brauche ja gleich meine Tasche und möchte jetzt wissen, wo ich die eigentlich aufnähen muss. Dafür nehme ich mir noch einmal mein Schnittteil dazu und ein paar Stecknadeln und steche jetzt von oben nach unten durch meine Papierschicht und meinen Stoff jeweils in den Ecken. Und anschließend, wenn ich das gemacht habe, hebe ich meine Papierlage an und markiere mir mit einer Nadel nur die Position, in der die Nadel von oben gerade steckte. Ja, jetzt habe ich meine 2 rechten Anhaltspunkte hier markiert. Die Tasche ist ja gerade, die soll jetzt auch gerade zu meiner vorderen Kante liegen. Die 1 cm klappe ich mir wieder um, die ich gerade schon angebügelt habe. Und lege sie jetzt genau dort oben an dem ersten Punkt an, den ich mir markiert habe. So. Stecke dann da schon eine Stecknadel.
klappe mir dann hier sowohl die Seite als auch unten den Zentimeter wieder um und nehme mir die Stecknadel an dem Punkt, um sie direkt auch hier zu befestigen. Dann möchte ich die Tasche natürlich auch hier links befestigen und vergewissere mich jetzt einmal, dass meine Tasche komplett locker auf meinem Stoff aufliegt. Also weder der Stoff darunter noch die Tasche Zug hat, denn das ist ganz wichtig, damit beide Lagen schön gerade fallen und man da nicht einen Zug aufgebaut hat, der sich dann auch beim Tragen widerspiegelt. Jetzt werden wir hier ein U nähen und die Tasche einmal anbringen. Ich lege mir das Ganze jetzt so unter die Nähmaschine, dass ich oben rechts bei der Tasche anfangen kann und werde knappkantig entlang der Taschenkante steppen. Ganz oben verriegel ich und nähe jetzt also nur so 2-3 mm von meiner umgeklappten Kante entfernt, einmal bis zur ersten Ecke. So, da lasse ich meine Nadel kurz vor der Ecke drin stecken. Hebe meinen Nähfuß und wende einmal mein Vorderteil, damit ich in die Richtung weiter nähen kann, in die die Tasche nun verläuft. Nähe da weiter bis zu meiner nächsten Ecke. Ich gucke immer, dass die Nahtzugaben hier nicht rausgucken, sondern schön umgefaltet liegen bleiben. Auch da steckt meine Nadel wieder in der Ecke. Ich hebe wieder den Nähfuß, drehe meinen Stoff, senke ihn wieder und nähe weiter. Bis ganz zum Ende hier oben an der oberen Kante. Dort verriegel ich, schneide meinen Faden ab, hebe Nadel und Nähfuß und mache das Ganze natürlich auch noch auf der anderen Vorderseite. Als nächstes werde ich die Rückteile in der hinteren Mitte zusammennähen. Dafür nehme ich als erstes die beiden gesteppten Rückteile und lege sie rechts aufeinander. Das heißt, die schönen Seiten, die später außen sind, die sollen jetzt aufeinander liegen. Und die beiden hintere Mittenkanten lege ich jetzt einmal schön miteinander abschließend aufeinander. Jetzt möchte ich, dass mein Steppmuster möglichst genau aufeinander trifft in der hinteren Mitte. Und dafür nehme ich mir jetzt ein paar Stecknadeln dazu, die ich quer stecke. Immer dort, wo ich möchte, dass die Höhe genau passt, stecke ich mir eine Quernadel und arbeite mich einmal von unten nach oben vor. Und stecke immer so im Abstand von 5 bis 10 cm eine Quernadel, die ich dann nämlich gleich auch einfach stecken lassen kann, wenn ich dann gleich an der Nähmaschine diese Naht nähe. Und das ist jetzt die nächste Naht, die ich nähe, einmal vom Saum hier ganz nach oben. Und jetzt bereite ich auch nochmal mein Rückteil hier direkt vor, das wir später verstürzen werden. Das ist ja nicht mit dem Volumenvlies bebügelt. Dennoch lege ich die beiden Teile wieder rechts auf rechts. Und auch wenn die anderen Teile alle genauso genäht werden wie die Steppteile, ist im Rückenteil einmal hier zu beachten, dass wir eine Lücke lassen müssen. Und zwar so von ungefähr 15 cm auf jeden Fall in der Mitte. Wo die genau ist, ist egal. Sollte irgendwo mittig sitzen. Und wir werden dann nur das Stück bis dahin nähen und ab dort bis zum Saum dann wiederum. Denn das brauchen wir, um später unsere ganze Weste einmal zu wenden. Die Naht ist sehr einfach. Ich fange ganz unten an, verriegel dann natürlich wieder, nähe im Abstand von 1 cm zu meiner Kante rechts, über meine gesteckten Quernadeln bis ganz oben zum Halsloch und verriegel auch da wieder am Ende. So, dann werde ich hier das andere Rückteil direkt mitnähen. Auch wieder haben wir eine Nahtzugabe von 1 cm, verriegel am Anfang und jetzt nähe ich nur bis zu meiner Markierung, die mir hier mein offenes Stück markiert. Und dort verriegel ich, hebe dann erstmal wieder meinen Nähfuß und Nadel und nähe dann hier weiter, wo meine zweite Markierung kommt mit der Stecknadel. Da verriegle ich wieder und nähe dann anschließend bis zum Saum. Nun werden beide Nähte, die wir gerade gefertigt haben, gebügelt. Die Naht der Steppnaht-Rückseite bügeln wir hier auseinander. Und wenn wir das gemacht haben, dann drehen wir unser Teil einmal um, sodass die rechte Seite oben liegt und bügeln auch von der Seite einmal drüber.
In unserem Futter machen wir im Prinzip das Gleiche, nur dass wir noch darauf achten müssen, dass in der Mitte, wo wir ja keine Naht haben, die Nahtzugaben trotzdem ordentlich 1 cm nach rechts und links umgefaltet werden. Denn das bereitet uns dann schon mal eine schöne hintere Mitte vor. So, ansonsten alles gleich. Jetzt stecken wir als nächstes unsere Schulternähte und Seitennähte aufeinander und machen das Ganze, was ich jetzt vormache, hier direkt auch bei unseren beiden Futterteilen mit. Wir legen jetzt einmal unsere Vorderteile so vor uns hin, dass die rechte Seite oben liegt und wir die Taschen sehen. Legen dann jeweils die Rückteile darauf, so dass die Schultern genau aufeinander liegen. Die können wir uns als erstes mit ein paar Stecknadeln feststecken. Und dann machen wir das gleiche auch noch bei unseren Seitennähten. Die legen wir genau Kante an Kante aufeinander. Und wenn die auch aufeinander gesteckt sind, dann nähen wir einmal hier komplett rum und dann auch noch bei der Schulter jeweils auf beiden Seiten und bei unseren Steppteilen und Futterteilen. Die Nahtzugabe beträgt hier auch wieder 1 cm und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Frohes Nähen, wir sehen uns gleich, wenn alle 4 Schulternähte und 4 Seitennähte vollständig genäht sind. Die Nähte, die wir gerade gefertigt haben, werden wir jetzt auch noch bügeln. Die Nahtzugaben bügeln wir dabei auseinander, bügeln erst von der linken Seite und anschließend dann auch noch einmal von der rechten Seite drüber. Dann fertigen wir den Kragen. Als erstes hier einmal unsere Stepp-Variante. Da haben wir ja nur den oberen Kragenteil hier gesteppt. Das kleine Teil legen wir dann rechts auf unseren großen Kragen. Erstmal die Mitten aufeinander, dort stecke ich mir eine Stecknadel durch. Und an den Rändern mache ich so, dass ich hier 1 cm von den Kanten entfernt in der Mitte einsteche, also nicht 1 cm entfernt von der Spitze, sondern da, wo die Nahtzugaben sozusagen aufeinander laufen, steche ich durch und dann auch bei dem Zentimeter Nahtzugabe in meinem Oberkragen. Das mache ich auf der anderen Seite auch noch. Ich gehe also hier bei der Ecke der Nahtzugabe hinein und dann auch noch bei dem großen Kragenteil. Lege mir auch die restlichen Kanten hier nochmal aufeinander und nähe jetzt eine Naht ganz von hier darüber und bereite das Ganze auch noch genauso beim anderen Kragenteil vor. Dann beginne ich hier zu nähen und zwar ganz am Ende an der Kante von dem kleinen Kragenteil. 1 cm Nahtzugabe habe ich hier auch wieder und nähe einmal rüber, bis mein kleiner Kragen hier endet und dort werde ich wieder verriegeln. Dann wird gebügelt. Ich bügele mir die Nahtzugaben jetzt einmal in Richtung des kleinen Teils. Gehe da einmal schön drüber, auch gerne mit Dampf, sodass sich das Ganze einmal schön legt wie bei mir und mache das auf der anderen Seite auch noch. Dann können wir das Kragenteil einmal nehmen, das andere dazu, legen die beiden rechts auf rechts. So. Und stecken jetzt einmal die 2 kurzen Kanten und die obere lange Kante aufeinander, denn die 3 Strecken möchten wir jetzt in einem nähen. Wir fangen also hier auf der kurzen Seite an, nähen dann eine Ecke rüber, noch eine Ecke und beenden die Naht. Genug in der Theorie, jetzt setzen wir es auch um. Wir beginnen zu nähen, verriegeln, nähen bis zur Ecke, lassen unsere Nadel in der Ecke stecken. Nahtzugabe ist auch hier 1 cm.
nähen in die nächste lange Richtung, gucken, dass unsere Kanten hier auch schön rechts miteinander abschließen und nähen dann die nächste Ecke und werden am Ende auch wieder verriegeln. Damit sich die Nahtzugaben gleich schön legen, werden wir jetzt die Ecken einmal abschneiden. Dazu schneidet einmal hier quer über eure Nahtzugaben in der Ecke und lasst nur von der Ecke aus so einen Millimeter von dem Stoff stehen. Mehr muss das wirklich nicht sein, aber schneidet auch nicht in die Naht. Denn wenn wir den Kragen jetzt umdrehen, dann legen sich die Nahtzugaben am schönsten und die Ecke wird auch am meisten ausgebildet. Ich gehe hier mit meinen Fingern zwischen die Nahtzugaben und stülpe mir das Ganze jetzt einmal um. So, das mache ich auf beiden Seiten. Alles klar. Und damit sich die Ecke noch etwas schöner ausformt, nehme ich jetzt ein Hilfsmittel dazu. Ihr könnt das mit der Schere machen, wenn die nicht zu spitz ist, oder vielleicht mit einem Bleistift oder eurem Kreidestift und da einfach ganz vorsichtig mal in die Ecke stechen. Aber bitte nicht zu doll und mit nichts zu scharfen, denn ihr wollt die Ecke nicht verletzen und da irgendwie ein Loch reinmachen. Aber jetzt sieht man schon, jetzt sieht sie viel besser aus, richtig schön spitz. Und der nächste Schritt ist bügeln. Ich bügele jetzt einmal über die ganze genähte Kante und gucke, dass kein Stoff in der Naht verschluckt wird. Achtet da bitte drauf, dass die möglichst platt ist. Ihr könnt da immer mit euren Fingern so ein bisschen rüberrollen und gucken, dass wirklich kein Stoff irgendwie in der Naht gefangen ist und sich da so ein Fältchen bildet, sondern es soll einfach eine schöne, glatte Naht sein. Benutzt auch hier gerne wieder Dampf. Dann ist der Kragen schon mal fertig. Super. So sieht das aus. Dann nehmen wir uns einmal unsere Weste dazu. Das Vorderteil liegt jetzt oben. Positionieren jetzt unseren Kragen genau an dem Knips in unserem Vorderteil. Das ist genau 3 cm von der vorderen Kante entfernt. Und bevor wir ihn stecken, legen wir dann noch unsere andere Weste, die Futterweste, drauf, denn wir möchten jetzt alle Lagen gleichzeitig zusammennähen. Also obere Weste, die gesteppt ist, Kragen und Futterweste. Das heißt also, meine unterste Lage jetzt gerade ist die gesteppte Weste. Darauf liegt der Kragen und darauf rechts auf rechts liegt die Futterweste. Und Achtung, bei dem Kragen liegt er jetzt so rum, dass wir die gesteppte Seite jetzt sehen können. Ich habe also wie so ein kleines Sandwich. Und was wir jetzt stecken, ist einmal also der Kragen oben, dann die vordere Kante komplett aufeinander, dann den kompletten Saum. Danach kommen wir ja wieder bei der vorderen Kante an und beenden dann wieder im Halsloch unsere ganze Strecke. Das heißt, wir nähen jetzt also einmal um die komplette Weste herum. Das wird eine lange Naht, aber wenn ihr euch hier ganz langsam einfach immer stückchenweise etwas vornehmt und euch die einzelnen Lagen zusammensteckt, dann geht da gar nichts schief, denn die Strecken sind ja alle gleich lang. Ich mache euch das jetzt einmal komplett vor und ihr macht es dann am besten gleich nach. Bei mir ist jetzt eine vordere Kante gesteckt. Ich stecke jetzt hier gerade meine beiden Kragenkanten sowohl mit der Futterweste als auch der gesteppten Weste in der hinteren Mitte zusammen. Stecke dann als nächstes hier meine Schulterpartien aufeinander. Die Nahtzugaben sollten also genau aufeinander liegen. Dazwischen liegt der Kragen. Achtet auch darauf, dass die Nahtzugaben, die ihr so schön umgebügelt habt, immer noch auseinander liegen. Die Strecke dazwischen steckt ihr euch dann auch immer noch fest, sodass wirklich alle 5 bis 10 cm wieder eine Stecknadel in dem Stoff steckt. Dann komme ich hier schon auf der anderen Seite an. Auch hier trifft mein Kragenende wieder auf den Knips, 3 cm von der vorderen Kante hier entfernt. Den stecke ich da fest zwischen meinen Westen, wie immer. Dann lege ich auch hier meine Schulternähte als nächstes aufeinander. Wenn es euch übrigens hilft und ihr sagt, nee, ich traue mir das nicht ganz zu, dann könnt ihr den Kragen auch erstmal irgendwie mit einer Heftnaht, entweder mit der Hand oder mit einer groben Naht einfach ganz nah von der Kante entfernt auf einer der Westen festnähen und dann die Naht anschließend machen. Dann verrutscht das noch weniger, aber wenn ihr euch das gut feststeckt, sollte das auch gut funktionieren.
Jetzt stecke ich mir hier gerade die andere vordere Kante aufeinander, lege dann meine Säume aufeinander, stecke hier eine Quernadel durch meine Seitennähte, dann werde ich hier die kurvige Saumnaht aufeinander stecken, die hintere Mitte genau durch die Nähte, damit die schön aufeinander liegen. So, noch die andere Seite vom Saum. Hier auch noch die letzte Kurve auf der einen und der anderen Seite. Und dann seht ihr, mit den Stecknadeln bin ich schon ringsherum gekommen. Und genauso nähen wir jetzt auch. Also nehmt die ganze Weste einmal mit. Ich fange jetzt beim Saum an zu nähen. Und zwar 1 cm von der unteren Kante entfernt, denn auch hier ringsherum habe ich eine Nahtzugabe von 1 cm. Nähe jetzt also von meiner Futterweste aus, und zwar die vordere Kante entlang bis zu meiner ersten Ecke. Die Ecken fertigen wir wie zuvor. Wir lassen die Nadel stecken, heben dann unseren Nähfuß, drehen das Ganze in die nächste Richtung. Und jetzt kommen wir hier zur Schulterpartie. Achtet auch beim Nähen nochmal darauf, dass die Nahtzugaben immer noch schön auseinander liegen. Wenn ihr hier hinten über die mehreren Lagen näht, dann ist es wichtig, dass ihr darauf achtet, dass ihr wirklich alle erwischt. Also alle 4 Lagen bitte. Dann kommt hier die nächste Ecke, Nadel wieder stecken lassen, in die nächste Richtung nähen. Das gleiche auch nochmal am Saum. Und das ist jetzt schon die letzte Richtung. Hier machen wir eine möglichst schöne, gleichmäßige Rundung, können über die Quernadeln in den Seitennähten und in der hinteren Mitte einfach drüber nähen und die anschließend entfernen. Und dann kommt ihr schon wieder dort an, wo ihr angefangen habt. Einmal verriegeln. Bevor wir die Weste jetzt wenden, ist es nochmal wichtig, auch hier bei den Ecken die Nahtzugaben komplett abzuschneiden schräg. Also genauso wie wir es zuvor beim Kragen gemacht haben. Sucht euch da einmal alle 4 Ecken. Und als nächstes ist es dann wichtig, bei unseren Rundungen kleine Einschneidungen in den Nahtzugaben vorzunehmen. Schneidet mit der Schere also immer bis zur Naht und das wirklich alle 2 bis 5 mm. Macht da lieber ein paar mehr Schnitte als zu wenig, denn dann legt sich die Kurve hier, wenn wir es umgedreht haben, viel, viel schöner. Das Ganze habe ich dann also auch noch bei der anderen Seite im Saum gemacht und werde es jetzt auch noch vornehmen hier in unserem Halsloch. Dort, wo das eine Rundung hat, bitte überall nochmal einschneiden. Gut, dann ist es an der Zeit, einmal hier durch unsere Öffnung in der hinteren Mitte die komplette Weste einmal zu wenden. Und dann nehmen wir sie anschließend mit zum Bügelbrett, wo wir einmal über den kompletten Rand bügeln. Ihr könnt also wieder die Ecken rausholen mit einem Stift oder so und auch einmal gucken, dass eure Rundungen sich hier schön legen. Und dann bügelt ihr einmal über die komplette Naht, also einmal ringsherum um die ganze Weste, überall, wo wir gerade die Naht genäht haben. Achtet auch hier bitte wieder darauf, dass kein Stoff hier in den Kanten verschluckt bleibt, sondern ihr eine schöne Naht habt und auch keine Falten auf die andere Seite bügelt. Alles klar. Dann geht es jetzt weiter und wir verstürzen unsere Armlöcher. Das Ganze geschieht in 2 Teilen. Wir nehmen uns hier jetzt einmal zum Beispiel das, wenn man es trägt, linke Armloch vor und sehen hier jetzt gerade auf die untere tiefe Seite des Armlochs. Wir möchten ja jetzt, dass die Armlöcher miteinander verstürzt werden und klappen dafür einmal 1 cm Nahtzugabe von unserem gesteppten Stoff nach innen um. Ignoriert hier bitte die Einschnitte, das war von einer Probe vorher.
Bei euch sollten dann noch keine Einschnitte sein. Ihr klappt auch bei der Futterweste 1 cm nach innen um und legt dann diese beiden umgeklappten Teile einmal aufeinander und steckt da eine Nadel. Das ist erstmal nur zur Hilfe. Nähen tun wir natürlich dann gleich von innen, aber das hilft uns gleich, die Lagen richtig aufeinander gelegt zu haben, wenn wir von innen daran wollen. Ich stecke jetzt noch eine zweite Nadel und zwar links davon, um mir auch hier zu markieren, hier müssen diese beiden Lagen aufeinander genäht werden und greife dann einmal von dieser Öffnung, die wir gelassen haben, genau an diese Stelle. So, die hole ich mir dann einmal raus, denn gleich wird hier durch das Loch genäht. Ich habe dann hier ja die Nadeln und sehe also, hier muss es weitergehen, hier werde ich gleich nähen. Halte mir das mit der linken Hand einmal fest, die beiden Lagen, die ich aufeinander nähen möchte, und habe bei der rechten Hand die Stecknadel, die ich zuvor gesetzt habe, wieder entfernt. Die andere, die ich da gesteckt habe, nehme ich mir auch nochmal raus. Die brauche ich jetzt nicht mehr, wenn ich mir sicher bin, dass ich hier in der linken Hand die Lagen habe, die ich gleich nähen möchte. Macht das ruhig langsam und bedacht und mit einem kühlen Kopf. Das ist vielleicht jetzt gerade die kniffligste Stelle, die ist zwar nicht schwer zu nähen, aber man muss sich halt einmal konzentrieren, damit man die richtigen Lagen erwischt. So, wenn ich die beiden jetzt also habe, dann lege ich sie mir rechts auf rechts, genau dort, wo ich sie zusammengenäht haben möchte, also wo ich sie mir eben von außen gesteckt habe. Und hier habe ich auch als Anhaltspunkt zum Beispiel ja die Seitennaht, die da bei beiden Lagen aufeinander trifft. Da stecke ich mir jetzt eine Quernadel. So, wenn ich das einmal habe, dann wird es jetzt leichter. Ich kann dann einfach links davon weiter stecken. Guckt auch, dass die Knipse immer schön aufeinander liegen. So, dann geht es noch weiter nach links. Ich stecke mir da meine nächsten Stecknadeln. Und das Besondere an diesem Armloch ist, so wie wir es jetzt nähen, dass wir nicht einmal komplett im Kreis nähen können, denn wir kommen nicht drum herum, wenn wir das so machen, sondern wir gehen jetzt einfach so ein Stück weit hoch, stecken uns jetzt ungefähr die Hälfte des Armlochs, nähen das dann erstmal, kommen dann hier zurück zum Stecken und stecken uns anschließend die andere Hälfte, wie ich es euch dann zeige. Denn nur so können wir dieses Armloch verstürzen. So, ich habe jetzt also so ungefähr 15 cm bisher festgesteckt. Gehe hier jetzt noch weiter, bis ich hier meine Schulternähte sehe. Denn auch da sehe ich ja diese Nahtzugaben und die müssen wieder aufeinandertreffen. Auch das kommt wieder rechts auf rechts. Da stecke ich mir auch wieder eine Nadel. So, dann noch eine hier auf die Strecke dazwischen. Keine Sorge, ihr müsst hier auch keine Mehrweite oder so einarbeiten. Die Strecken sind komplett gleich und machen es euch so sehr einfach beim Nähen. Und das ist jetzt die Strecke, die wir nähen. Wir nähen also einmal von der einen Naht bis zur anderen Naht, also von Schulternaht bis zur Seitennaht und kommen dann gleich erstmal zurück zum Stecken. Beim Nähen gibt es eigentlich nichts anderes zu beachten, als dass ihr hier anfangt bei der einen Naht, wieder im Abstand von 1 Zentimeter zur Kante näht, am Anfang und am Ende verriegelt und guckt, dass die Kanten möglichst miteinander abschließen. Ihr seht, ich nähe so stückchenweise, denn ich muss mir das ja immer wieder neu hervorziehen und neu legen, bis ich dann bei meiner zweiten Stecknadel angekommen bin. Wenn es dann soweit ist, dann verriegel ich erstmal wieder und dann stecken wir den Rest. Gut, dann nehmen wir unser Teil also einmal mit, krempeln das jetzt alles nochmal wieder
nach außen, können dann schon mal einmal den Teil hier bewundern, den wir von dem Armloch schon fertig genäht haben. Das sieht man hier. Alles klar, die andere Seite ist noch offen und da greife ich einfach wieder mit meiner linken Hand durch das Loch in der hinteren Mitte und greife mir jetzt die andere Seite, die Nahtzugaben, fange hier bei der unteren Seite von meinem Armloch bei der Seitennaht an, denn da habe ich ja schon einen Anhaltspunkt, wo die Teile auf jeden Fall aufeinandertreffen müssen. Und jetzt der zweite Teil ist schon viel einfacher, weil man direkt sieht, was man hier machen muss. Es gibt noch 2 offene Stellen, die gehören aneinander und die lege ich mir jetzt auch aneinander und stecke einmal von der Schulternaht bis zur Seitennaht, sodass alle Teile hier jetzt aufeinander sind und geschlossen werden können. Wenn wir das geschafft haben, dann ist das also jetzt noch die Strecke, die wir schließen müssen. Okay, dann legen wir uns das Ganze wieder so unter die Nähmaschine, dass wir genau da anfangen, wo die letzte Naht aufgehört hat. Wir können auf der gleichen Stelle nochmal verriegeln und nähen dann wieder im Abstand von 1 cm bis zu dem Punkt, wo wir wieder auf die Naht treffen, die wir eben schon genäht haben. Und sonst ist alles so wie eben. Dann wäre auch die Naht geschafft und bevor wir das Ganze umdrehen, müssen wir jetzt einmal auch hier die Nahtzugaben überall einschneiden bis zur Naht. Möglichst überall einfach, denn dann legt es sich auch gleich wieder schöner. Schneidet einmal ringsherum diese ganzen Nahtzugaben ein und erst dann können wir wenden. Und ihr könnt das Ganze dann auch noch bei dem anderen Armloch durchführen, genauso wie wir es jetzt gerade gemacht haben. Also erst die eine Seite vom Armloch und dann die andere. Wenn das geschehen ist, dann können wir auch hier unsere Armlöcher einmal schön bügeln, sodass sie ganz flach liegen. Ihr könnt hier auch mit Dampf wieder ganz über die Kante gehen, einmal vorne und hinten komplett. Und wer möchte, kann das Armloch auch noch komplett absteppen. Ich finde es ganz schön so, wenn es cleaner ist und man dann nicht noch eine Naht hat. Aber ansonsten könnt ihr das Ganze jetzt einfach noch unter die Nähmaschine legen und zum Beispiel noch bei einer Füßchenbreite absteppen. Dann müssen wir ja hier noch unser Loch in der hinteren Mitte schließen. Das haben wir ja zuvor schon umgebügelt. Wir können uns jetzt ein paar Stecknadeln nehmen und einfach hier die beiden Lagen aufeinander stecken und steppen dann einfach gleich knappkantig neben der Falt- oder Bruchlinie einmal von oben bis nach unten auf Höhe des Lochs entlang. Wenn ihr das hier nicht mit der Nähmaschine machen möchtet, weil ihr die Naht gar nicht sehen möchtet, dann empfiehlt es sich, eine Handnaht zu machen an der Stelle und das Loch so zu schließen. Dann wäre das komplett unsichtbar. Da das Ganze ja aber im Innern ist, finde ich, ist die Naht nicht störend, aber das könnt ihr ja für euch entscheiden. Und bevor wir die Nähmaschine jetzt verlassen, würde ich noch im Abstand von 3 cm zur vorderen Kante eine Naht setzen, die meine Knopfleiste, die verdeckte sozusagen mit den Druckknöpfen, markiert. Das muss aber auch nicht sein, aber da finde ich, ist es einfach nochmal ein schöner Abschluss in der vorderen Mitte. Also näht hier einmal möglichst gerade runter. Orientiert euch gerne bei der Stichplatte, sodass ihr hier gerade näht. Oder wer es noch ein bisschen einfacher haben möchte, kann sich auch vorher mit einer Kreide, die zum Beispiel durch Bügeln weggeht oder spätestens durch Waschen, eine Linie parallel mit dem Lineal ziehen und dann darüber nähen, so wie wir es ähnlich beim Steppen ganz am Anfang gemacht haben. Alles klar. Das Ganze dann bitte auch noch auf der anderen Seite. Markiert euch dann bitte im Inneren der Weste auf eurer Knopfleiste einmal die Knopfposition, so wie ihr es hier bei mir in Pink seht. Nehmt euch dann eine Nähnadel dazu und fädelt sie ein. Ich habe jetzt so ungefähr eine Armlänge von meinem Faden abgeschnitten. Und dann mache ich in die beiden gemeinsamen Enden einen Knoten. Schneide den Faden dahinter einmal ab. Nähe dann einmal innen auf der Stelle, nähe also nicht bis nach außen durch, bis der Knoten mich stoppt. Nehme dann die eine Druckknopfseite dazu, und zwar die mit dem Nupsi, nicht den mit der Einkerbung, mit der Höhle, sondern den mit diesem Nupsi. Und gehe dann immer von außen einmal in den Stoff hinein.
dann von unten durch das erste Loch und dann wieder von außen nach innen hindurch, bis ich das Ganze in dem ersten Loch so 3-4 Mal gemacht habe. Dann wandere ich unterirdisch, aber bitte nicht bis auf die rechte Seite stechen, zum zweiten Loch, mache auch hier alles fest. Nähe also immer durch den Stoff auf der Stelle und dann durch das Loch. Dann wieder unterirdisch zum dritten Loch. Gehe wieder durch Stoff und durch den Druckknopf und wiederhole das dann, bis ich am Ende bin und dann muss ich nur noch vernähen. Und wenn ich dann durch alle Löcher genäht habe, nähe ich einmal hier unter meinem Faden, den ich gerade genäht habe, durch auf der Stelle. Gehe mit der Nadelspitze durch die Schlaufe, die da entsteht und wiederhole das noch einmal. Ich nähe auf der Stelle und gehe dann durch die Schlaufe. Und dann kann ich einfach hier unterirdisch sozusagen zwischen den Lagen meine Nadel durchschieben, irgendwo den Faden abschneiden, dann hier so ein bisschen mit den Daumen darüber fahren, sodass der Faden dann komplett im Innern flöten geht. Und jetzt könnt ihr einmal mit dieser Technik alle Druckknöpfe auf beiden Seiten annähen. Also auf der einen Seite, die oben liegt, das ist die rechte, die mit den Nupsis, und auf der anderen Seite immer die Gegenstücke. Den letzten Schliff verleiht ihr der Weste noch, indem ihr hier in der hinteren Mitte auf eurem Futter mit ein paar Handstichen jeweils in den 4 Ecken, und dann war's das. Ja, das war es. Ich wurde jetzt schon öfter auf diese Weste angesprochen, als ich sie getragen habe, und alle waren immer richtig verblüfft, als ich dann gesagt habe, dass ich auch die Steppung selber gemacht habe. Aber für mich war das auf jeden Fall eigentlich der spaßigste Teil an diesem Projekt überhaupt, und ich hoffe, euch ging es genauso. Teilt doch auch super gerne eure Resultate mit uns, und dann freue ich mich auf das nächste gemeinsame Nähen oder eine andere Handwerkstechnik können wir natürlich auch gemeinsam ausprobieren. Stöbert doch einfach mal durch unsere Videos und durch unsere Schnittmuster und Anleitungen, und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Also fühlt euch gedrückt und bis bald!